jetzt kommen die logischen Operatoren. Ja, die sehen so ähnlich aus, nur dass sie eben 2 haben. Das heißt, wir haben hier 1 und 1. Hier ist es so, dass alles, was ungleich 0 ist true. Und alles, was 0 ist false. Ja, das heißt, das ist so zu lesen, dass hier 1 und 1 ist natürlich 1, aber auch 3 und 1 wäre eben, genau, ja, man sieht, er erlaubt wahrscheinlich das gar nicht, dass ich 3 mit 1 und logisch verknüpfe. Ah doch, ja, genau, ist auch 1. Ja, auch 3 und 3 ist 1, weil einfach 3 ist true, ist ja ungleich 0 ist true und das andere ist auch true und true ist eben 1. Ja, wenn ich das jetzt starte, sehen wir das auch sehr schön. Ja, ist auch 1. Ja, das verhält sich eben anders wie das hier. Das wäre eben 3 gewesen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass man die nicht verwechselt. Und diese Operatoren, die gibt es natürlich auch für oder, ja, und eben auch für oder ist dann natürlich so, ja, ist es zu lesen. Und eben auch für, was gibt es noch? Für nicht. Nicht ist noch eine wichtige Operation. Ja, also nicht 3, ja, ist also nicht true, ist also false, ist also 0. Das negiert uns die Wahrheitsaussage. Ja, schauen wir uns das mal an, was da rauskommt. So, ist eben 0. Ja? Und das führt uns eben zu weiteren wichtigen Operationen, nämlich die Vergleichsoperation. Die gibt es eben in kleiner, 3 ist kleiner 4, das ist natürlich wahr. Ja? Sehen wir hier, 1 ist true. Ja? Und wenn wir jetzt Bedingungen verbinden wollen, dann müssen wir auf die Präzedenztabelle schauen, dass die Vergleichsoperationen, ja, die sind ja hier, ja, zu den logischen Operationen eine höhere Präzedenz hat. Das heißt, das wäre so, als würden wir diese Vergleiche alle klammern. Wir können also zum Beispiel sagen, 3 kleiner 4 und, ja, 4 kleiner 5. Das ist eben so zu lesen, als würden wir hier eine Klammer rummachen und hier auch. Und beides ist wahr, deshalb ist auch die Gesamtaussage wahr. Ja. Wenn ich das mir anschaue, ups, das ist falsch, hier fehlt eine Klammer. So, okay. Gut, wenn ich das mir anschaue, dann sehe ich sehr schön, das ist wahr. Und ich hätte eben diese Klammern hier auch alle weglassen können, wegen der Präzedenz, weil eben diese Vergleichsoperation eine höhere Präzedenz hat als diese logischen Verknüpfungsoperatoren. Ich könnte hier auch sagen, oder, ja. Also ist 3 kleiner 4 oder 4 größer 5, ja, dann könnte ich hier eine falsche Aussage hinmachen und das Ganze wäre immer noch wahr. Ja. Okay, so sind eben die Vergleichsoperationen in Zusammenhang mit den logischen Operationen zu verwenden. Und bei den logischen Operationen gibt es eben eine ganz wichtige Regel, und zwar, hier ist es egal, aber stellen wir mal vor, hier würden Funktionen aufgerufen werden. Irgendwas so, eine Funktion, die berechnet irgendwas. Ja? Und diese Funktion, die wird eben nicht ausgeführt, wenn von vornherein klar ist, dass zum Beispiel sowas, ja? Wenn von vornherein klar ist, dass das falsch ist, dann wird das hier hinten nicht mehr ausgeführt. Ja, und ein ganz wichtiger Vergleichsoperator, der eben zu unterscheiden ist von größer, kleiner, größer, gleich und so weiter, ja, ist eben folgender Operator, wie wir hier sehen werden, ist dieser Ungleich- und Gleichheitsoperator. Der hat eine kleine andere Präzedenz. Ja. Das heißt, erst werden diese hier geklammert, ja, und dann kommt dieser Operator, der hat eine niedrigere Präzedenz, sodass wir eben folgende Ausdrücke schreiben können. Ja, wir können sowas machen wie 3 kleiner 4 ist gleich 4 kleiner 5. Beides ist true und damit ist die gesamte Aussage gleich. Ja, hier steht true gleich true. Wenn ich das mir anschaue, ist das eben wahr. Und das ist eben, ich könnte jetzt hier zum Beispiel auch, nicht, dass ihr denkt, dass ich hier 4 mit 4 vergleiche, ich kann ja 5 und 6 schreiben, ja, dann ist das immer noch wahr. Ja. Okay, und wichtig ist eben, dass diese Vergleiche hier so zu lesen sind, als wäre hier eine Klammer rum.
So ist das eben zu lesen. Und von diesem Operator gibt es eben noch die negierte Version. Ihr könntet das Ganze eben hier negieren durch ein Ausrufezeichen vorne dran. Ja, das wäre eben dann hier 0. Oder ihr könnt eben diesen Operator hier negieren. Ungleich. Ja, das heißt ungleich. Ja, das Ganze ist ungleich, was jetzt aber falsch ist. Ja, das wäre, wenn zum Beispiel hier eine falsche Aussage wäre. Wenn das zum Beispiel größer wäre. Das ist eine falsche Aussage. Ja, und damit kommt hier eine 1 raus. Ja.